Willkommen zum Trainingsmodul Umgang mit sensiblen und kritischen Informationen in sozialen Medien. Nach Abschluss dieser Einheit kennst du die Konsequenzen, die bei einem falschen Umgang mit sensiblen und kritischen Informationen möglich sind. Außerdem weißt du, wie du dich richtig im Umgang mit sozialen Medien im Krankenhaus verhältst und warum das richtige Verhalten wichtig ist. Zudem kannst du weitere Maßnahmen ergreifen, um dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus zu schützen. Die Gefahren durch falsches IT-Sicherheitsverhalten sind sehr hoch und können dazu führen, dass die Versorgung eingestellt werden muss oder sensible Daten veröffentlicht werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Patientinnen und Patienten schützen kannst. Die Inhalte aus diesem Training werden dir dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, um deine Patientinnen und Patienten und ihre Privatsphäre zu schützen. Du triffst im Stationszimmer auf Clara und Markus, die gerade fleißig für eine Ausbildungsprüfung zum Thema Dekubitus und Prophylaxe lernen. Puh, also ohne diese Videos wäre ich aufgeschmissen. Ich kann das alles viel besser verstehen, wenn ich echte Patientenfälle sehe. Ja, ich auch. Aber ich frage mich, ob dieser Patient eigentlich weiß, dass er aufgenommen wird und damit einverstanden ist, dass man seine Wunden sieht. Also, ich würde das jedenfalls nicht wollen. Und so richtig ansprechbar wirkt er auch nicht. Du wirst hellhörig. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen Fotos und Videoaufnahmen von Patientinnen und Patienten, die ohne die Einwilligung dieser entstanden sind, in den sozialen Medien geteilt wurden. Du gehst zu Clara und Markus, die dir das besagte Video auf dem Laptop zeigen. Unser heutiger Patient wurde mit einem Stadium 3 Dekubitus, also einem Druckgeschwür mit Verlust aller Hautschichten am Rücken und den Fersen, zu uns gebracht. Er ist 94 Jahre alt und weist Mobilitätseinschränkungen auf. Seinen Anamnesebogen seht ihr hier. Für seine Versorgung ist es als erstes wichtig, dass wir die Druckstellen entlasten. Du bist verwundert über das Video, da du dir nicht vorstellen kannst, dass der Patient in seinem Gesundheitszustand eingewilligt hat, Patientendaten und seine Krankengeschichte mit der Öffentlichkeit in den sozialen Medien zu teilen. Tatsächlich stellt sich heraus, dass keine Einwilligung vorgelegen hat. Aus diesem Grund stellt das Video ein Sicherheitsrisiko dar. Das Veröffentlichen von sensiblen und persönlichen Informationen ist nur in wenigen Ausnahmefällen zulässig und erfordert entweder die Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Erlaubnis. Eine solche Erlaubnis liegt für soziale Netzwerke häufig nicht vor. In diesem Fall ist es besonders kritisch, da eine eindeutige Identifikation aufgrund des erkennbaren Stammblatts möglich ist. Doch Achtung! Selbst wenn die Informationen anonymisiert dargestellt sind, kann es sein, dass Bekannte oder Angehörige der betreffenden Person diese identifizieren können. Werden Patienteninformationen ohne Einwilligung in sozialen Medien veröffentlicht, kann es zu einer Verletzung der Privatsphäre kommen, was dazu führen kann, dass die Patientinnen und Patienten stigmatisiert werden. Außerdem kann das Ansehen des pflegerischen Berufsstands und das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die Gesundheitsversorgung und das Krankenhaus geschädigt werden. Dies kann nicht nur mit Bußgeldern, sondern auch mit einer Rufschädigung für das Krankenhaus einhergehen. Gleichzeitig wird auch die Verschwiegenheitspflicht gebrochen, was sowohl zu strafrechtlichen, berufsrechtlichen als auch zivilrechtlichen Konsequenzen führen kann. Selbst wenn ein Anonymisierungsversuch getätigt wurde, kann es sein, dass eine Reidentifikation durch weitere im Internet vorliegender Informationen möglich ist. Auch diese Unkenntnis darüber, dass eine Reidentifikation möglich ist, schützt nicht vor dem Bruch der Verschwiegenheitspflicht. Um dich richtig zu verhalten, ist es wichtig, dass du keine patientenrelevanten Informationen in sozialen Medien teilst. Dies bedeutet nicht nur, dass du keine Videos von Patientinnen und Patienten erstellst und auf sozialen Medien veröffentlichst, sondern auch, dass du keine Zweitmeinungen über WhatsApp einholst oder Selfies aus dem Patientenzimmer über Plattformen wie Snapchat, TikTok oder Instagram versendest. Das Ziel bei der Arbeit mit Patientendaten ist, diese vertraulich zu behandeln und keine Informationen an unbefugte Dritte offenzulegen. Ohne Einwilligung der Patientinnen und Patienten dürfen keine sensiblen Informationen übermittelt werden. Auch sie haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Durch das richtige Handeln schützt du die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten und hältst die geltenden Datenschutzgesetze ein. Ganz konkret bedeutet das, dass du während der Patientenversorgung auf soziale Medien verzichten solltest. Du solltest keine Fotos und Videos von Patientinnen und Patienten machen und erst recht keine Fotos und Videos über soziale Medien, einschließlich WhatsApp, verbreiten. Ebenso solltest du keine patientenrelevanten Informationen teilen, auch wenn dies möglicherweise die Arbeit vereinfachen könnte.
Ist es beispielhaft notwendig, eine Zweitmeinung einzuholen, so sollte dies über ein persönliches Gespräch oder über einen direkten Anruf geschehen. Neben diesen Maßnahmen gibt es auch weitere Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um informationssicher und richtig zu handeln. So solltest du dich regelmäßig über aktuelle Datenschutzrichtlinien informieren und auch mit Kollegen und Kolleginnen über die Relevanz des richtigen Verhaltens reden und diese aufklären. Außerdem werden in vielen Krankenhäusern spezielle Messenger zur Kommunikation verwendet. Informiere dich gerne bei deiner Informationssicherheitsabteilung, ob auch in deinem Krankenhaus solche Messenger genutzt werden und welche weiteren Verhaltensmaßnahmen in deinem Krankenhaus vorgesehen sind. Super! Du hast diese Einheit jetzt abgeschlossen. Du kannst das Wissen jetzt bei deiner Arbeit umsetzen. Dadurch steigerst du das Sicherheitsbewusstsein in der ganzen Einrichtung und du schützt dich, deine Patientinnen und Patienten und das gesamte Krankenhaus. Gut gemacht!